Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 16. Dezember 2025. 8 Energy Drinks pro Tag. Dann ist es zum Schlaganfall gekommen. Ein 54-jähriger Mann aus Großbritannien hat jahrelang jeden Tag etwa 8 Dosen Energy Drinks getrunken. Eines Tages hat er plötzlich Lähmungserscheinungen, Taubheit und Probleme mit dem Gleichgewicht bekommen. Im Krankenhaus haben Ärzte einen Schlaganfall festgestellt. Der Mann hat eigentlich gesund gelebt. Er hat Sport getrieben, hat nicht geraucht und keinen Alkohol getrunken. Trotzdem hatte er sehr hohen Blutdruck. Erst später wurde klar, dass der extreme Konsum von Energy Drinks eine mögliche Ursache war. Ärzte haben vermutet, dass viel Koffein und andere Inhaltsstoffe den Blutdruck stark erhöht haben. Sie warnen, zu viele Energy Drinks können Herz und Gehirn gefährden. Trump verklagt BBC auf 10 Milliarden $. US-Präsident Donald Trump hat den britischen Sender BBC verklagt. Er fordert 10 Milliarden $ Schadensersatz. Die Klage wurde bei einem Gericht im Bundesstaat Florida eingereicht. Trump kritisiert eine BBC-Dokumentation über den Sturm auf das Kapitol. Er sagt, seine Aussagen wurden falsch zusammengeschnitten. Dadurch hat der Sender ein falsches Bild von ihm gezeigt und wollte die US-Wahl beeinflussen. Milka-Schokolade kurz vor Weihnachten stark reduziert. Kurz vor Weihnachten ist Milka-Schokolade bei vielen Discountern sehr günstig. Bei Aldi kostet eine Milka-Tafel im Angebot nur 77 Cent. Das ist deutlich weniger als der normale Preis. Auch bei Lidl und Rewe war Milka zuletzt billiger. Warum die Preise so stark sinken, ist nicht ganz klar. Zwar ist Rohkakao etwas günstiger geworden, er ist aber immer noch teuer. Nicht alle Hersteller machen bei den Rabatten mit. Lindt und Sprüngli verkauft seine Schokolade nicht bei Aldi und Lidl, weil die Preise dort zu niedrig sind. Assad plant offenbar Rückkehr als Augenarzt. Der frühere syrische Präsident Bashar al-Assad lebt nach seiner Flucht nun in Moskau. Laut der Zeitung The Guardian bereitet er sich darauf vor, wieder als Augenarzt zu arbeiten. Assad lernt Russisch und frischt sein medizinisches Wissen auf. Assad war ursprünglich Augenarzt. Er hat in diesem Beruf gearbeitet, bevor er Präsident von Syrien wurde und bevor im Jahr 2011 der Krieg in Syrien begonnen hat. Heute lebt seine Familie sehr gut in Moskau. Politisch spielt Assad aber dort keine Rolle mehr. Die russischen Behörden erlauben ihm keinen Kontakt zu früheren Unterstützern aus Syrien. Falsche Strafzettel in Tübingen im Umlauf. In Tübingen wurden am Wochenende falsche Strafzettel verteilt. Unbekannte Täter haben sie auf Autos auf einem großen Parkplatz gelegt. Eine Autofahrerin wurde misstrauisch. Auf dem Zettel sollte sie 40 € auf ein ausländisches Konto überweisen. Außerdem hat der Name einer zuständigen Behörde gefehlt. Die Frau hat die Polizei informiert. Die Beamten haben anschließend weitere falsche Strafzettel in der Innenstadt gefunden. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören.